So, hallo zusammen. Ich begrüße euch zum wahrscheinlich letzten Video aus diesem Schopf, aus unserem Schrauberschopf, der uns lange Jahre hier als Werkstatt gedient hat. Und ja, wir werden eine neue Werkstatt beziehen, werden jetzt aber das letzte Video noch drehen und werden uns dann wieder aus der neuen Werkstatt melden, die natürlich dann ganz professionell eingerichtet ist. Anders als hier unser Schopf, der eigentlich immer nur als Notbehelf mal gedacht war und immer weiter ausgebaut wurde und schon viele Motorräder gesehen hat, viele Probleme gesehen hat, viele Lösungen gesehen hat und natürlich auch viel Spaß gemacht hat. Ja, wir sind schon am Umräumen. Hier sieht es schon ein bisschen chaotisch aus, aber nichtsdestotrotz, wir werden es heute noch hinkriegen. Genau, wir haben hier mein neues Rennstreckenbike, was genau eine Yamaha RN32, eine R1. Habe ich mir anstatt meine alten Ducatis mal gegönnt. Wollte mal ein bisschen flotter unterwegs sein und mit weniger Problemen. Und da bietet sich so eine RN32 natürlich an. Sauschnell, viel Elektronik, hilft auch viel, macht einen auch schneller, wenn man es richtig nutzt. Und da im Internet relativ wenig über die RN32 gezeigt wird, habe ich gedacht, ja, machen wir mal ein paar Videos über die RN32 und was so eigentlich wichtig wäre. Und gerade für Rennstrecke natürlich Thema Schaltschema umkehren, Umkehrschaltung. Bei der R1 sieht man relativ wenig. Und habe ich gedacht, gehe ich mal an das Thema dran. So, also, dann schauen wir uns das mal an. Ich habe hier den originalen Schalthebel, weil ich habe natürlich für die Rennstrecke umgerüstet auf eine Zubehörrastenanlage. Warum? Ganz einfach. Erstens mal durch das hier feste oder stehende, durch die stehende Fußraste wird natürlich bei einem Sturz, da die stehen bleibt, natürlich das Motorrad auch abgefangen. Das heißt, ich habe hier mehr Abstand zur Schwinge und so weiter und zum Motordeckel. Das schützt natürlich das ganze Motorrad hier. Sollte da mal was passieren, weil die Originalfußraste, die ist ja klappbar und wenn die hochklappt, liegt sie natürlich hier auf und dann geht alles kaputt. Genau, zudem ist es natürlich auch viel schneller gewechselt hier. Das kann man einfach wegschrauben und kann es neu draufdrehen. Das kann man biegen, ja, und auch viel günstiger natürlich als das Original. Genau, bei der R1, RN32 haben wir den Vorteil, der Schalthebel ist nicht irgendwie befestigt an der Raste, sondern ist ein eigenständiges Teil, nur eine Wippe. Sieht jetzt beim Zubehörteil mehr oder weniger genau gleich aus wie beim Originalteil. So, der Unterschied jetzt zur Umkehrschaltung, die ist jetzt schon verbaut, also ich habe sie schon umgestellt auf Umkehrschaltung. Das heißt, wir schalten jetzt nach oben, schalten wir im Prinzip die Gänge runter und wenn wir draufstehen, dann hauen wir die Gänge 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 2, 3, 4, 5, 6 rein. Hat den Vorteil, dass man auch in Linkskurven schalten kann. Ich komme mit dem Fuß unter den Hebel. Genau. Man sieht hier die Schaltgestänge mit dem Sensor für den Quickshifter und alles original. Funktioniert auch sehr gut. Wie funktioniert der? Ganz einfach, ich löse hier aus. Hier drin ist eine Feder, die an einen Kontaktschalter geht und dann die Zündung eben kurz unterbricht und die Einspritzung kurz unterbricht. Ja, wie ein Quickshifter funktioniert, kann ich auch mal an einer anderen Stelle mal erklären.
Genau, was haben wir jetzt geändert? Ich erkläre es jetzt hier an dem Originalhebel. Wie gesagt, prinzipiell genau das gleiche wie am Zubehörhebel. Normalerweise ist die Schaltung oder das Schaltgestänge hier vorne drauf gesteckt. So, heißt also, eigentlich wäre diese Stange hier, das Schaltgestänge, im 90-Grad-Winkel praktisch nach unten. Und da wir jetzt Umkehrschaltung wollen, setzen wir hier einfach hinter den Drehpunkt, hier Drehpunkt, setzen wir den Drehpunkt einfach hinter oder das Schaltgestänge hinter den Drehpunkt. Was passiert? Wir machen vorne eine andere Bewegung mit dem Fuß, das Gestänge macht aber dieselbe Bewegung. Heißt, wir müssen das Schaltgestänge gar nicht oder den Quickshifter gar nicht umstellen, weil er macht immer dieselbe Bewegung. Er geht trotzdem in dieselbe Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt hier nach unten schalte, also im Prinzip den Gang hochschalte, jetzt zweiter Gang, dritter Gang, vierter Gang, macht er die gleiche Bewegung. Das Schaltgestänge macht die gleiche Bewegung, wie wenn es da vorne wäre. Nur mache ich mit dem Fuß die andere Bewegung. Da kommen viele durcheinander. Genau, und so funktioniert das. Was man beachten muss, man muss natürlich oben, also wenn ich das auf 90 Grad lasse, dann steht mein Schalthebel nachher hier irgendwo. Und dann kann ich natürlich nicht mehr schalten. Ja, das ist Quatsch. Deswegen habe ich hier oben angezeichnet die Originalstellung mit einem Edding und habe hier unten angezeichnet, hier habe ich einen Strich mit dem Edding gemacht, bevor ich es natürlich umgebaut habe, und habe es dann so weit hier oben verdreht. Man sieht, um wie viel das ich es verdrehen musste, um wie viele Zähne, damit ich unten wieder dieselbe Stellung habe. Damit ich einfach hier wieder mit dem Edding auf der gleichen Linie war, und so habe ich mir das gemerkt, und jetzt habe ich wieder dieselbe Stellung und der Fuß funktioniert im Prinzip genau gleich. Genau. Was zu beachten ist, wenn man den Originalhebel verwendet. Ich lege ihn mal hier hin. So. Hier ist ein Gewinde drin für die Schraube natürlich. Zum vorne befestigen. Also hier also eigentlich hier drunter die Schraube, die natürlich nachher da vorne wäre in meinem richtigen Winkel. Genau, und Kawasaki sage ich schon, Yamaha hat nur da hier vorne ein Gewinde drin, hier hinten ist nur die Bohrung, hier müsste man noch ein M4 Gewinde reinschneiden, oder M5, weiß ich jetzt nicht genau, müsste ich mal gucken nochmal. Das muss man eben selber schneiden vorher. Ja, das ist das Einzige, was man eigentlich selber machen muss. Bei der Zubehörraste funktioniert es anders. Da ist schon ein Gewinde drin. Das heißt, ich konnte es einfach reinschrauben. Habe es übrigens mit verklebt, also mikroverkapselt mit Schraubensicherung, damit es nicht rausfällt während der Fahrt, weil das wäre natürlich blöd. Ist mir auch schon passiert auf der Rennstrecke. Und du fährst auf eine Kurve zu, willst runterschalten und auf einmal geht nichts mehr, weil sich unten der Schalthebel einfach nur im Kreis dreht. Und dann wird es manchmal auch brenzlig, weil man halt die Motorbremse nicht hat. So, das war kurz und bündig, wie man bei der RN32 Yamaha die Schaltung umdreht. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.